Was ist hier los? Was ist passiert? Eben haben wir noch geschlafen und auf einmal ruft jemand unseren Namen. Und wir sind immer noch im Hotelzimmer, aber alles sieht irgendwie komisch aus. Die Bilder sehen total gruselig aus. Und irgendwas klappert hier. Wir können jetzt nichts mehr öffnen. Kommt es von da? Nee. Öffnen? Verschlossen. Das Klappern kommt doch von hier. Taschenlampe? Oder wegen mir auch die Lampe? Das sah doch vorhin noch nicht so heruntergekommen aus. Hallo? Könnte die Ursache dieses Stimms sein? Ich will es nicht wissen. Ich mache hier schnell wieder die Tür zu. Geht mir nichts an. Achso, jetzt können wir das hier verschieben. Ups. Das Loch. Untersuchen. Hier ist ein Loch in der Mauer. Anybody there? Jemand da? Hallo? Oh. Der sieht eklig aus. Das Klappern im Hintergrund. What do you want? Gar nichts. I am staying in this room. I didn't notice this hole before. Who are you? I'm a prisoner, just like you. Gefangener? Prisoner? Exactly. You cannot, must not leave here. The doors were locked from outside. But really, that isn't a problem, since there is nothing but darkness out there. Who locked the doors? They locked them. They locked the doors a long time ago. But that is fine with me. I don't want to go out into that thick, blinding darkness. There is nothing but insanity out there. I can feel it, watching us. If you are sane, you will stay where you are. Ich will hier nicht bleiben. Wer Who is beobachtet watching uns? us? Hä? Hallo? I don't understand. Why would someone want to lock the doors? If you don't believe me, try to open the door. Habe ich ja schon probiert. Geht nicht. Ich muss hier I don't raus. understand what's happening here. I have to get out. If you really have to leave, use this. But don't forget, there is nothing out there but endless insanity. Der guckt mich gar nicht an. Denn seine Augen gehen so flup wie bei so einem Chamäleon in beide Richtungen. Ein seltsam geformter Schlüssel. Er sieht aus wie der obere Teil eines Skeletts. Mhm. Den hat er sich jetzt einfach so mal... Hey, wo willst du hin? Den hat er sich mal eben aus der Tasche gezaubert. Um den Schlüssel für die Tür zu benutzen, öffne das Inventar. Boah, schnell raus hier, ey. So. Ah. Oh, oh. Ach du Scheiße. Dieser Ort. Er ist zu kalt. Und was ist das für ein Gefühl? Es ist, als ob jemand mit mir sprechen wollte. Ich kann es direkt in meinem Kopf hören. Aus irgendeinem Grund kommt es mir schrecklich bekannt vor. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum das so ist. Ich höre ihn wieder. Nach all diesen Jahren höre ich wieder den Klang der Albträume. Meiner, weiß ich nicht, was danach noch kam.
mein Zimmer ist ja gar nicht mehr da. Oh nein. Ist das ein blauer Teppich? Nee. Hier sollte eine Treppe sein. Aber wo ist sie? Da unten ist nichts als absolute Dunkelheit. Und ich spüre eine unbestimmte, bösartige Energie, die mir bis in die Tiefen meiner Seele fährt. Ich finde, das sieht eher aus wie ein blauer Teppich. Aber gut. Es ist die Dunkelheit. Oh, was flackert hier? Meine Lampe? Das ist meine Lampe, die flackert. Was haben wir denn hier? Leute im Wind? Ich vermute mal... Ich muss jetzt... Diese Tür ist verriegelt. Ja, ist ja gut. Diese Tür ist... Ich krieg sie nicht auf, sie klemmt. Verschlossen. Die sehen irgendwie aus. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Oh nein. Ich will da nicht rein. Sitzt dort jemand? I am hither, tarrying for thee, Howard. Cometh ye to the tomb. Walk ye the old way, the way of thine lineage, also thine father and his father did erst thou. Okay, ich kann keine Taschenlampe benutzen. Ich will da nicht hin zu dem. Der ist bestimmt böse. Hä, wieso läuft er so langsam? Oh Gott, ich muss bestimmt dahin. Diese ganzen weißen Punkte hier überall. Hallo? Wer bist du denn? Der hatte gar kein... wie so eine Leiche oder sowas. Der hatte gar kein Gesicht. Was? Ich kriege hier auch gleich nervöses Zucken. Jetzt sind wir wieder zurück. Ist da jemand hinter der Tür? Ich bin mir sicher, dass ich Stimmen gehört habe und dass jemand versucht hat, die Tür zu öffnen. Also jetzt sind wir wieder aufgewacht aus dem Albtraum. Untersuchen. Ich bin gerade nicht besonders müde. Nee, also nach der Aktion eben wäre ich auch nicht müde. Ich würde ja immer noch gerne hier das nehmen. Wie der aussah. Der war ganz eklig. Der hatte überhaupt keinen Mund und so. Hallo? Ich muss vorsichtig sein. Ich bin doch vorsichtig. Das war hier hinten, oder? Und hier war doch der Nachbar. Wach. Hä? Das sieht auf einmal alles ganz anders aus. Komisch. Ist der vorhin auch schon so langsam gegangen? Yeah, he was in that room. But he was talking to someone. Their conversation was muffled, but I'm sure he was speaking with an old man. We should try to get rid of him later. I've checked him out a bit, and I don't think he knows anything. Tonight, I'll get what they wanted from that tomb. After that, he can do nothing anyway. Was für ein Grab? Die wollen mir irgendwas tun. Wer sind die? Was war denn da los? Irgendwoher kennen die meinen Namen. Wie kann das sein? Ich habe nichts getan, da meine Identität preisgeben würde. Von jetzt an muss ich besonders vorsichtig sein. Ja. Sie kennen mich. Au, irgendwas ist in meinem Gehirn. Oder? Sie kennen mich. Ja.
Das sind doch bestimmt die der... Oh, wie hieß der? Nolder? Wie hieß der eigentlich nochmal? Nolder, die der hier im Brief erwähnt hat. So, dann schleichen wir uns doch mal hier runter. Ich sollte ihnen besser nicht folgen. Mir ist aufgefallen, dass einer von ihnen ein Messer hat. Und sie haben gerade darüber gesprochen, mich loszuwerden. Ich sollte mit meinen Nachforschungen bis morgen warten. Okay. Warten wir bis morgen. Neuer Tag. Neues Glück. Hab ich scheiße geschlafen, ey. Boah, was für eine Nacht. Ich habe gestern Nacht kaum ein Auge zugekriegt. Wer waren die Leute, die ich im Erdgeschoss im Flur gesehen habe? Wie kann es sein, dass sie mich kennen? Ich habe niemandem meinen Namen gesagt. Die Sache wird gefährlicher, als ich erwartet hatte. Ich muss besonders vorsichtig sein. Okay, machen wir uns auf den Weg. Dass hier immer noch alles verschlossen ist? Ich will niemanden stören. Na gut. Gehen wir nochmal direkt da runter. Ich hoffe mal, die Typen sind jetzt weg. Scheint so, dass sie weg sind. So, rennen wir mal eine Runde. Können uns hier nicht ewig aufhalten. Hier ist mal wieder... Oh Gott, sind das die beiden Typen da? Die sehen so aus wie die beiden Typen, die eben gerade da noch gestanden haben. Oh, erstmal was essen. Hallo. Is it always this crowded? Yes, I know. But it used to be crowded, especially in spring and summer. Nowadays, few people gather here to have a drink or chat with each other. I see. I've never seen you around here, sir. Are you traveling? Yeah, you could say that. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts verrate. Das können Sie mir bestimmt erzählen. Habe ich den doch schon gefragt. What can you tell me about this town? There really isn't much to talk about. Ark Hammond is quite an old town. Residents still live like their ancestors did hundreds of years ago. Of course, it changed a bit after the War of Northbridge. The population grew and some apartments were built around the town center. But in the old part of town, there are some houses so old, even my great-grandfather didn't know when they were built. Unfortunately, a few months ago, it was announced that there is an epidemic in those parts. Epidemie? The police don't allow anyone to enter, so I'm afraid you won't be able to see it for yourself. What kind of epidemic is it? We don't know exactly. They won't tell anyone. But the whole thing smells fishy to me. I don't think there really even is an epidemic down there. Stadtbewohner? Achso, das habe ich schon scheinbar... Wer bewohnt das Zimmer neben meinem? Who is staying in the room next to mine? No one is staying there at the moment. Was? Nobody ever wants to stay there after the last guest killed himself. Who was he? An old man. One of the townspeople I don't know. But I heard he was a poet. I don't understand why he'd want to kill himself. Why do you ask? I thought I heard some noises coming from that room. It must be your imagination. Na klar. I guess so. Why did he kill himself? Nobody knows. First he locked himself inside the room, then jumped out of the window. Der hat doch gesagt, er ist da gefangen. Dann, vielleicht ist er in seinem Traum aus dem Fenster gesprungen und dann ist er in Wirklichkeit gestorben. Komisch.
What can you tell me about the townspeople? I can tell you that we are very traditional. We really enjoy living like our ancestors did, and even still celebrate some ancient festivals. I remember my grandfather telling me stories about witches, and how some places in the oldest part of town should be avoided. Many people here still believe those kinds of stories, especially because of rumors spread during the war about certain places used as war shelters. But I must warn you, some folks are a bit extreme. They are very unenlightened and don't like speaking with strangers, so you should be careful around here. What can you tell me about... There really isn't a resident, of course. The population, but in the old, unfortunately, the police. What kind of We don't know but the old thing. What can you tell me about this Scheiße, jetzt hab town? ich da noch was aufgedrückt. There is a resident, of course. The population, but in the old part of, unfortunately, the police don't. What kind of epidemic? We don't know exact, but the whole thing smells fishy to me. I don't think there really even is an epidemic down there. Thanks. I must go now. Tschüssi. Sind das da die... Ich gehe mal ganz cool dran vorbei. Ich kenne euch nicht. Raus hier. Ach, endlich der nächste Tag. Sieht genauso dunkel aus wie in der Nacht. Ist ja ein bisschen trüber Ort hier. Hier hinten war ich noch nicht. Oder doch? Ich habe keinen Grund, Arkham zu verlassen. Okay, da geht's also raus. Und wo geht's hier hin? So, jetzt müsste der Laden ja geöffnet haben, der Buchladen. Okay, das reicht. Der Buchladen Worms Feast, wo wir uns das Buch besorgen sollen. Was an dem Brief stand, weswegen wir überhaupt hergekommen sind. Coole Lampe. Hello? Hallo. Hello? How can I help you? I am looking for a book called Recollections of the Past. Yes, I have that book, but I got it for someone who ordered it a few weeks ago, so I'm afraid it has a buyer already. Nein. Great. It's still here. I have to get it. Don't you think a few weeks is a bit long to not pick up an order? They may not come for it after all this time. Sorry, young man, I can't give an order to another person. It's store policy. I understand. Jetzt hab dich mal nicht so. Ja, mit dem Buch. Hallo? Na. Wie jetzt? Aber ich will das Buch haben. Untersuchen. Ein sehr altes Telefon. Ich glaube, es ist nutzlos. Nur schön anzusehen. Das sammelt hier so ein bisschen antike Sachen, so wie das aussieht. Eine Kamera. Eine Sanduhr. Was ist das? Eine Karte von Ark Hammond. Hey, cool, eine Karte. Hello? Hello? I am looking for a book. Yes, Great. It's, don't you think, a few... Sorry, young man. I understand. Hä? Wieso kann ich jetzt nicht mit ihm reden oder so? Ist ja komisch. Was soll denn das jetzt? Gib mir das scheiß Buch. Wieso will er denn überhaupt nicht mit uns reden? Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn jetzt hier los? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich dachte, ich kann ihn jetzt bestechen oder sowas. Hä?
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Hau ich eben ab. Ich habe keinen Grund, Arkham zu verlassen. Oh doch. Da gibt es so einige Gründe. Führt in die Kanalisation. Okay. Es ist ja jetzt irgendwie komisch. Worms Feast. Worms Feast. Das ist es. Ja. Und wieso ist der dann so scheiße? Unfreundlich? Ein Tipp ist verfügbar. Tipp. 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 Sprich mit dem Gastwirt über den Besitzer des Buchladens. Vielleicht hat er nützliche Informationen über ihn. Okay. Tschüss. Oh Mann, ey, jetzt muss ich nochmal da zu dem Typen. Eine kleine Wanderung durch den Schnee. Was steht denn da oben? Kann ich irgendwie nicht lesen. Hat er dir denn noch was zu erzählen? Kann mich gar nicht erinnern, dass ich da noch irgendwas... Hallo, da bin ich wieder. Wissen Sie... Ah. What can you tell me about Worms Feast? It's the old bookshop run by Henry Lawrence. You can find a few antique things besides the books in there too. Henry really doesn't like strangers though. In fact, he doesn't really even like to talk to us. He lives with his wife. On rare occasions, he'll come here alone to get a drink, and then go home quietly. I heard that he fought at the War of Northbridge, and that's the one thing he becomes very talkative about. By the way, sir, what are you looking for at Worms Feast? Ich könnte... Das wäre ein bisschen verräterisch. Das geht sich an. Das ist ein bisschen unfreundlich. Ich bin freier Reporter und sammle Informationen über den Krieg. Die Reporter sind immer aufdringlich. Ich bin heute mal Schriftsteller. I shouldn't reveal my identity like that letter said. Ja, genau. I'm a writer, gathering information about the War of Northbridge. Really? Some other folks came here and asked about that war a few years ago. I didn't expect anyone else to ask about it ever again. If you need help, I can probably be of service. I grew up hearing all kinds of stories about the war. Thank you. I'll keep that in mind. Thank you. Lying always has its drawbacks. Ich dachte, ich hätte das schon gestern Abend den gefragt. Thanks. I must go now. Ich muss gehen. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Die stehen ja immer noch darum. Die haben sicher eine Menge zu erzählen. Los, ab in den Buchladen. Jetzt habe ich ja irgendwas, mit dem ich ihn bequatschen kann. Hoffentlich klappt das jetzt. Guten Tag. Hello? Hello? I am looking for books. You're interested in the war? Bla bla bla. Ah, ich bin Schriftsteller. Ach so, jetzt können wir das erst sagen. Yes, I'm a writer. I'm planning to write a book about the war and gathering as much information as I can. Excellent. If I were younger, I would do the same. Writing about that war was my dream. I can imagine. Since I hear that you fought in the war yourself, I'd very much like to hear about your personal experiences. It will be a great help to my book. It would be a pleasure, young man. Come and see me when you're ready. Thank you.
I really appreciate that. Also, I heard some rumors that were spread during the war about certain places used as shelters. Do you know anything about those? Oh, yes. They could be quite horrible. I never saw one personally, but other soldiers found some really terrible things inside. Many were so bad, they were immediately burned down. We were never told about them in detail, but we all heard the rumors. Rumors about burial grounds inside abnormally large cellars of ancient houses. Stolen tombstones with strange writings on them. Viciously butchered animal carcasses. And about the screaming thing that caused 2 soldiers to go crazy. Was? Oh my, I never heard about all those. They were covered up. As I said, most of them were burned down without anyone knowing about them. And people of this town don't like to speak about the past with strangers. I see. Ich verstehe. By the way, may I ask your name, young man? Was? Howard. Nein! And mine is Henry. Pleased to meet you. In fact, I may be a bit biased, but I already like you, Howard. You seem like a nice guy. So, about that book you asked for earlier. You're right. I don't think the person who ordered it will come for it now. You can buy it instead. Ja? It was written here, you know, right at the time of the war. Yes. So, it may come in handy for you. That would be great. Yeah, ich krieg das Buch. It's in the cellar. Could you go and get it yourself? You should find it on one of the shelves. I have problems with my legs. Ach so. A constant reminder of that same war, which got much worse recently. Normally my wife helps me out, but she isn't feeling too well right now. No problem, Henry. I would be happy to get it. Cool, also kriege ich jetzt das Buch. Aber jetzt hat er den Namen gesagt. Ich soll doch aber meine Identität wahren. Na gut, aber Namen kann ja auch ausgedacht sein. Ich hätte ja gerne noch die Karte. Hallo. Ab in den Keller.